Goddess of Mana. I'm Val, and these are my friends. We've come here to ask for a moment of your time, before we offer our souls. Daelophos has broken free of his seal, and is going around the world setting the Benevodons loose. His only goal is to get his revenge on you, Goddess. You have to do something! We have so many questions to ask. About Daelophos and core stones, and my strange ability? All of it. Goddess? I promise we're telling the truth. Please listen to us. We fully intend to sacrifice our souls when the time comes. But first, we have to protect the world from this danger. She cannot hear you. The goddess of mana is unreachable in her slumber. She has not once awakened since she first fell into this long, long sleep. Not a single source I have read has ever referenced that the goddess was in this state. No one has ever been allowed this deep within the sanctuary. Her condition is not known to any others. But Daelophos is breathing down our necks. The goddess was our last hope. Khoda? How did she end up like this? Vidiz believes that you can be trusted to make your own decisions. So, I will tell you. Tell you how this all came to be. The truth behind this world. What could have happened to the goddess? Khoda should have some answers at least. Ja, bitte? Khoda, erzähl uns mehr. Fadiel, the world as it was once known in the distant past, was made up of 5 realms. The spirit realm, the mortal realm, the mystic realm, the ethereal realm, and the arboreal realm. Mana power once flowed freely through these places, and Fadiel knew only peace and prosperity. Until one day, mortals, in their greed, sought to use that power for warfare. The flow of mana was disrupted, and the 5 realms became perilously unbalanced. The mortal realm consumed an enormous amount of mana, plunging the mystic realm, home to the Benevodons, into disarray. The divide between the realms weakened to the point that all worlds merged into one. When the mana dried up, the monsters unleashed their wrath. The discord that had driven people to degrade the powers of mana ended, and their battle against the Benevodons began. The goddess wished to save the mortals from suffering at the hands of the Benevodons. So she asked Fairy, her emissary, to find Daelophos, name him her champion, and bequeath unto him the mana sword. And as promised, he successfully subdued all 8 Benevodons. However, he refused to return the mana sword, and instead swore revenge against the goddess, after the death of Cerulia. Is that what changed Daelophos so drastically? He lost the person most dear to him. Sounds like Daelophos couldn't come to terms with her passing. Indeed, Daelophos saw no reason to care about a world bereft of the one he loved. So he turned against the mana goddess. She ended up using all her strength to preserve a corrupted world. With her power exhausted, the goddess then fell into a deep sleep. It was up to the guardian of the sanctuary, namely me, to stand against Daelophos with the help of the elementals. But it was not enough.
We struck each other at the same time, resulting in his stone imprisonment and my destruction. Only my will survived. If only I had been stronger. So, Khoda, Daelophos, and I all carry the same pain within us. Ich wollte gerade sagen, da steht ja Daelophos. Hören wir weiter zu. So you're the one responsible for that boulder by the entrance, huh, Khoda? Yes, though he managed to break free regardless. With the help of the elementals, I was able to divide Daelophos' terrible power and seal it away with the Benevodons scattered across the land. But I underestimated the strength of his hatred. His power was steeped in animosity, which bled into the surrounding lands, creating horrible disasters in its wake. Eruptions will scorch the earth with fire from every fissure. The wind will rage and the winged fall flightless. Pure waters will run foul and disease spread. Soil that once brought life turns all to dust and stone. Verdant lands will wither away and seeds will cease to sprout. The glaring light will obscure the boundaries of reality. Darkness will deepen, breeding monsters in its wake. The moon's hold over time will splinter, depriving all beings of logic. What people refer to as prophesied disasters are actually the curse of Daelophos' power upon the land. Then, the source of these disasters was never the Benevodons at all. It was a curse, brought about by a single man's folly, from the very start. Strong emotions revitalize mana power. In addition, Daelophos had access to the energy from the mana sword itself. The elementals tried to stop Daelophos' curse from running rampant. Their powers suppressed the worst effects from taking hold. But with the 5 realms now combined, the flow of mana slowed to a trickle. Elementals couldn't maintain that balance indefinitely. And so, without anything to check its dangerous powers, the effects of the curse spread throughout the entire world. Tortured by the curse of Daelophos, mortals turned to the goddess for help and offered up sacrifices. Alms. Alms would travel to the mana tree and freely give up their souls, their life force, to the sleeping goddess. As I mentioned, strong emotions bring about mana power. With the souls from faithful alms, the flow of mana was rejuvenated, for a time. Powers restored, the elementals could once again suppress the effects of the curse. But after 4 years, their stores of mana would once again run dry. That's why the alms have to go to the mana tree to stop disaster from befalling our villages. At the end of their pilgrimage, I would change the alms into core stones to give to the goddess. Core stones? Wait, you can... Yes, Val. Your ability was passed down through my bloodline. Originally, it was used to return monsters to the flow of mana. Reintroducing life into the flow of mana was how Fadiel maintained balance. So then, what I did to Hina... Oh, Val. Sooner or later, that fate was waiting for her in the end. Yes, as it waits for all alms who come to the mana tree. Your souls will be given to the goddess to protect the cycle of mana, including the soul of the alm of earth that you possess. Liza's? This is all we can do until the mana goddess reawakens. What's that? Ja, was ist das? The barrier is under siege. What is going on? It's probably the Benevodons. Looks like they're trying to break through. This is Daelophos' doing.
sein? Wir haben es nicht geschafft. What'll happen to the sanctuary? There is no need for alarm. Benevodons hold great power. Not as great as the sanctuary itself. Ist das so? Was passiert? They're retreating. Oh, Na Gott sei Dank. good. There is no sign of the man himself. Perhaps Daelophos intended this attack to serve as a diversion? Daelophos and the Benevodons are still a threat to us all, just like in the past. Things aren't looking Kann wir so nicht, nein. good for the world if these monsters run free. If the goddess is unable to grant us aid, we must muster our own forces. It is our chance to fix the future. Our loved ones need protection. I'll do it alone if I have to. We've already defeated 3 of these things. The remaining 5 will be a piece of cake. Das schaffen wir. Khoda, we need time. I promise we will offer up our souls, but we have to take care of the world first. We will stop the rest of the Benevodons and Daelophos before he hurts anyone else. I do not have the power to stop you either way. Do what you feel is right. The decision to fight should be left to the living. It is your duty, as protecting the sanctuary is mine. I believe your group of alms has untold potential to rejuvenate the flow of mana. And more. More what? It is not important. What matters is that as long as Daelophos has the mana sword, he will continue his assault on the sanctuary, and the goddess kept safe within. Then we'll just have to reclaim the sword ourselves. It's the only way to keep disaster at bay. Returning the sword to its rightful place wouldn't hurt either. You should keep the core stone of the Alm of Earth. Abiding by the will of the alms is important, after all. Khoda is putting a lot of faith in you. I think you'll be able to handle the road ahead as well. Vidiz has also acknowledged their worthiness. It is time that I trusted in people once more. Though I cannot lend you my own power, I can at least release that of this little one. Was für Kräfte? Magical Moment für Ramko. Wow! Lufti! Hallo! Aber du bist doch noch Ramko, ne? Was that you? What happened Yes. to you? Es ist Ramko. I do believe this is the sacred beast Flammy. Ramco must have been Flammy the entire time. Flammy has made Oh, I get it. Ramco is just another form of Flammy to begin with. Her wings are the fastest way to convey you to the Benevodon. Make haste, alms. Thanks. Lufti, Lufti, ich meine Flemmi, Flemmi.
Hallo. Flammy can take you anywhere in the world you want to go. Ramco, you got so big. Big and strong enough to carry all of us. All the little ones grow up so fast. Remember that Flammy's power can only fly you around for so long. She'll revert back to her cup form when you land. Just use the Flammy drum to summon her whenever you need to fly. Oh, die Lufttrommel. Also Flämmchen-Trommel, Entschuldigung. Ja. Ja. Whoa! Now then, what's your plan of action? Ja, If wo I es hingehen may, soll. would you be so kind as to return me to Lagrazzo? Warum willst du zurück nach She says Lugrazzo? it would be her pleasure. Then, to Lagrazzo we go. Now then, with Ramco's permission, shall we be off to Lagrazzo? There's probably something in those archives that can help us with the Benevodons. Let's go. Könnten wir tun? Wir fliegen jetzt! Ja! Oh, hier ist ja der... Ram looks Oh. so small from up here. It feels a Yeah. lot more spread out when you have to walk, huh? Ramco must really like the sound of that drum, huh? We'll be relying on her a lot from now on. It's colder in the sky than I Was thought. ist das denn da Is oben? everyone keeping warm? Thanks to Ramco's cozy coat, I am more than comfortable. Was ist denn das hier oben? Können wir nochmal höher fliegen oder so? Was ist das hier? Und genau da habe ich aufgehört. Genau da hast du aufgehört. Genau da hast du aufgehört. Und ich gehe jetzt, wie können wir denn? Ah, senken, hoch. Sehr gut. Wir gehen komplett an den Anfang. Es ist der Moment gekommen, wo wir die ganzen Quests machen. I hope so. Das heißt, wir gehen hier runter. Hier runter. Hier runter. Können wir nicht runter? Wo fängt Tiania an? Hallo? Die Steuerung wurde mir nicht erklärt. Hallo? Kann ich hier runter? Oder irgendwo hier runter? Hallo? Entschuldigung. Ich bin doch kein Pilot. Kann ich hier irgendwo mich abseilen? Kann ich nicht? Ah. Muss ich nach Lagrazzo? Will ich eigentlich nicht. Jetzt können wir da... Wir müssen dahin. Ich gar nicht. Dann rein da. An excellent landing, young Ramco. Brava! Now then, I will begin the process of compiling what I observed within the sanctuary for analysis. Dafür haben wir keine Zeit. You're not going to help us with the Benevodons? It grieves me to say it, but I must decline. Though please keep in mind that I want a full report on your exploits. I will add it to my account of this historic situation we find ourselves in. Nimm doch Feder und... I suppose he is the Dings best mit. suited. It's okay that you want to analyze your data, but please don't let the information that Khoda entrusted you with turn into gossip. Of course. Not to worry. I take great pains to compile my notes in secrecy. If it isn't the head curator and the rest of the alms, you're safe. Oh, we were worried when we heard the Benevodons were attacking the Mana Tree. I am as well as can be expected, thanks to the Mana Goddess's Barriere. Word of the Benevodons' revival has spread, I see. Have you determined where the monsters have appeared, perchance? Reports indicate that disaster is spreading to the lands that house the Benevodons. Besseroth, Benevodon of Wind, has been spotted in the Vale of Longgreen. And Tormarni, Benevodon of the Moon, near Etern.
Gandum, Benevodon of Water, was seen outside of Illustana, while the Benevodon of Wood, Florid, is stalking Vertius Burrow as we speak. Scribes have already been sent afield to collect what information they can. Curious. The Benevodon of Fire has not been accounted for. Is there no word of Volkibel? No reports out of the Tiania area as of yet. Our theory is that the Fire Benevodon still slumbers. Ist einfach wieder eingeschlafen. I see. I suppose that is good news. It seems you all have 4 Benevodons to take care of at present. I can feel it. The flow of mana power in each area has changed. You could start in any location, but time is of the essence. My word! An emissary of the goddess! What a singular wing shape! Would you mind if I sketched it? I'm afraid I'm in a hurry. We should get going too. Ja, Good wann luck, soll Ish. ich das sonst machen? Farewell. Jetzt wäre die Zeit. We will meet again soon, I'm sure. Okay, wir haben dich ja eigentlich nur abgelassen, damit du schreiben kannst. Okay. Verstehe. Let's focus on the 4 monsters we know of. So, Val, what'll it be? Leave it to me. We can head out now. Wir verlieren keine Zeit. Wir können jetzt überlanden. Hallo, Ich habe hier doch Dings gesehen. Nebenquest. Hallo! Ja, bitte, ich bin gerade dabei, die Farbmischung für meine nächste Stofflieferung vorzubereiten. Ich wollte insbesondere tiefes dunkles Blau anrühren, allerdings scheinen mir die blauen Pigmente ausgegangen zu sein. Rein theoretisch würde es auch etwas Fledermausleder tun. Das ist immerhin eine Notlage und die Kunden interessiert es ja nicht, womit ich gefärbt habe, solange am Ende alles blau ist, oder? Ein Versuch ist es wert. Du hättest nicht zufällig Zeit, dich umzusehen, wo man es auf die Schnelle herbekommt. Vorsichtig, die Mutter der Porzellankiste. Das war schon immer mein Motto. Und wie du an meiner kerngesunden Erscheinung siehst, bin ich bisher damit hervorragend gefahren. Deshalb bereite ich mich auf die Eventualität einer Monsterinvasion vor. Du lachst? Es ist selten, dass Monster Städte angreifen, aber es kommt vor. Aus meinem Fachbuch, das ich kürzlich gelesen habe, ging hervor, dass Teufelchenaugen und Einhornkopfhörner einen abschreckenden Effekt auf Monster haben sollen, wenn man sie über die Haustür anbringt. Du weißt nicht zufällig, wo man solche Utensilien beschaffen könnte? Ich habe fest vor, sie auf ihre Wirksamkeit zu testen. So, Tiania. Oh Gott, wir haben ein paar Quests hier anzunehmen. Guten Tag, du Val. Neulich habe ich ein Buch gelesen und da stand drin, dass es auf dem Kasvia-Plateau fliegende Fische gibt. Ich will sie unbedingt sehen. Am liebsten würde ich sofort hin. Aber Mama sagt, ich darf nicht aus dem Dorf raus. Kannst du sie vielleicht für mich suchen und mir dann Bescheid sagen, wann du sie gesehen hast? Ach ja, in meinem Buch stand übrigens auch, dass fliegende Fische mit Wasser schießen können, wenn sie sich bedroht fühlen. Also pass trotzdem gut auf, ja? Aber so stark wie du bist, mache ich mir da keine Sorgen. Ja. Hi. Ich brauche mal kurz deine Hilfe, Val. Es ist so, mein Opa hat oft davon erzählt, dass er vor langer Zeit mal etwas Wertvolles auf dem Aschepfad vergraben hat. Aber letztes Jahr ist er zur Göttin zurückgekehrt und meine Oma ist auch schon vor langer Zeit von uns gegangen. Ich hatte die ganze Geschichte lange vergessen, aber jetzt möchte ich unbedingt herausfinden, was er dort vergraben hat. Ich gehe stark davon aus, dass er irgendein Erinnerungsstück oder sowas sein wird. Aber da es auf dem Aschepfad von Monstern nur so wimmelt, traue ich mich nicht so richtig dorthin. Aber du kommst doch sicher öfter vorbei. Hättest du nicht Lust, nach dem Schatz meines Opas Ausschau zu halten? Bitte. Jupp. Hallo, ich bin vor kurzem nach Tiana gezogen. Eigentlich komme ich aus Lograzzo. Zu Hause hatte ich einen besten Freund. Wir haben jeden Tag zusammen gespielt. Niemand wusste, dass er und ich Freunde waren. Er hatte geheimnisvolle Kräfte. Er kam jeden Tag vom Turm des Wissens nach Lograzzo, um mit mir zu spielen. Aber dann mussten wir nach Tiana umziehen und ich hatte keine Zeit mehr, mich von ihm zu verabschieden. Und jetzt, seit wir hier wohnen, taucht er fast jede Nacht in meinem Traum auf. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er mich sucht. So langsam mache ich mir Sorgen, dass es gemein von mir war, ihn ganz alleine zu lassen. Hättest du vielleicht... Also du könntest vielleicht zum Turm des Wissens gehen und nachsehen, ob es meinem Freund gut geht. Hast du gesehen, drüben auf dem Aschepfad treibt sich eine Gruppe von Goblin-Älteren rum. Ich sage dir, Goblin-Ältere sind die tückischsten Goblins von allen. Jede Wette, dass sie dort darauf warten, dass ein harmloser Wanderer vorbeikommt. Die planen einen Überfall.
Da muss was unternommen werden. Und zwar sofort. Wenn ich könnte, würde ich selbst und sie verscheuchen. Aber ich kann nicht kämpfen, wenn ich doch nur wüsste, an wen ich mich da wenden kann. Hier. Oh, ätzend. Ah, der Turm ist auch nicht geil, ne? Was ist das? Mein Freund? Wo? Wo bist du, Freund? Oh mein Gott. Alles okay? Ich glaube, dem Freund geht's nicht mehr gut. Hier liegt eine Puppe auf dem Boden. Taking this? Eine Puppe, die du dem Turm von Basanier gefunden hast. Sie ähnelt der gruseligen... Bringen wir die Puppe wieder zurück. Apropos, zurück. Da gehen wir hin. Da gibt es Einhornköpfe. Ob es auch die Augen gibt, weiß ich nicht. Hier sind schon mal Einhörner. Yes! I'm unstoppable! Nice, nice, cool, danke. Schauen wir doch hier rein, ob hier noch ein paar Viecher sind. Oh yes. So, die haben wir. Ah, hier ist ein Teufelchen. Hallo. Kriegt bestimmt ein paar Augen, wa? Mach mal Auge. Die Kavasia-Ruinen. Können wir fliehen? Ja, können wir. Probieren wir es einfach erstmal. Bisschen herausfordernd, aber ich glaube, es ist machbar. Egal, machen wir einfach mal die K-Leiste voll und hauen sie alle platt, platt, platt. Bam! Gewonnen! Noch verschlossene Siegel 3. Ohohoho. Das ist aber schwierig. Kriegen wir da EP für? Ach, gewonnen. Oh. Waren das alle? Oh, das Siegel wurde gebrochen. Meine erste Ruine, glaube ich, geschafft. Gehen wir doch mal rein. Vielleicht ein Riesenboss jetzt hier noch. Wollt ihr mich eigentlich verkackeiern? Das schaffe ich doch nicht. Nö. Also wir haben das Siegel gebrochen. Das ist ja schön und gut. Aber leicht war es nicht. Was ist das hier eigentlich nochmal für eine Ruine? Dann gehen wir doch erstmal alles wieder ab. Hast du den fliegenden Fische gesehen? Boah, ich wüsste, ich hätte ihm auch mitgedurft. Aber danke, dass du für mich nachgesehen hast, Val. Das schenke ich dir dafür. Ja, Geld, vor allem. Geld. Guten Tag. Da bist du ja wieder. Hast du meinen Freund gefunden? Ich habe eine Puppe. Oh, diese Puppe. Mit der haben mein Freund und ich immer gespielt. Ich dachte die ganze Zeit, ich hätte sie beim Umzug nach Tiana verloren. Vielleicht ist mein Freund in meinen Träumen erschienen, weil er sie mir zurückgeben wollte. Seltsam, wenn ich die Puppe umarme, habe ich das Gefühl, dass mein Freund ganz nah bei mir ist. Hehe, danke für deine Hilfe. Hier ist das möchte ich dir schenken. Ich hoffe, es gefällt dir. Nee, der müsste hier sein. Dankeschön. Oh, du bist windig geworden. Lass mal sehen. Ja, ich kann mich durchaus vorstellen, dass diese Kuriositäten eine abschreckende Wirkung haben werden. Allerdings nicht nur auf Monster, sondern auch auf meine Freunde. Aber wenn ich es mir recht überlege, vergraule ich lieber meine Freunde, als von Monstern angegriffen zu werden. Danke für deine Hilfsbereitschaft. Ich werde die Talismane sofort an meiner Tür anbringen und gespannt beobachten, wie sie ihre Wirkung entfalten. Guten Tag. Was machst du denn da oben? Verzeih, kennst du dich zufällig mit Heilkräutern aus? Das sogenannte Tröpfchenkraut trägt angeblich den Segen der Göttin in sich und wirkt gegen alle möglichen Krankheiten. Es soll im Mühlerswald wachsen.
Ich habe versucht, auf die riesige Ranke zu klettern, aber wurde sofort von den Wachen zurückgepfiffen. Dich aber würden die Leute von den Endbruchklippen doch sicher in den Wald lassen, oder? Glaub mir, normalerweise liegt es mir fern, fremde Leute zu belästigen, doch meine Tochter ist sehr krank. Würdest du für mich in den Wald gehen und etwas Tröpfchen Kraut für mich pflücken? Jupp. Hey. Ah, hallo, hast du einen Telasinsamen gefunden? Ja. Perfekt, genau so einen habe ich gesucht. Hier, das habe ich für dich vorbereitet als kleines Dankeschön. Ich wickle noch schnell die Samen in meinen Brief ein und dann rein mit damit in die Flasche. Jetzt muss die Flaschenpost nur noch zurück ins Meer. Drück mir die Daumen, bis sie ihren Absenderin erreicht. Ja. Gut. Seltsam, ich fühle mich irgendwie gestärkt. Schon erstaunlich, wie schnell man sich mit jemandem verbunden fühlt, den man gar nicht kennt. Ich hoffe, dem kleinen Mädchen wird es genauso gehen wie mir, wenn es meine Antwort ist. Hallo. Was riecht denn hier so gut? Seid ihr das, Seelenwächter? Ihr seid nicht zufällig in letzter Zeit in Kontakt mit Florea Fatale gekommen? Der Duft dieser Blumen ist mein absoluter Lieblingsduft. Sie setzen ihn ein, um Beute anzulocken, und sobald die ahnungslosen Opfer nahe genug dran sind, fressen sie sie auf. Haps! Und weg. Ach ja, mehr ich über diese fantastischen Geschöpfe rede, desto mehr sehne ich mich nach ihrem lieblichen Geruch. Früher habe ich oft Duftsäckchen aus ihren Blütenblättern gebastelt. Vielleicht könnte ich das mal wieder versuchen. Würdet ihr für mich in den Wald gehen und mir ein paar ihrer Blütenblätter mitbringen, falls ihr welche findet? Ach je, was, wenn er die Ranke hochgeklettert ist? Dabei habe ich ihm doch schon 100-mal verboten. Oh, Seelenwächter, ihr könnt mich sicherlich weiterhelfen. Es geht um meinen Sohn Murt. Er ist furchtbar neugierig. Wenn ich nur eine Sekunde lang wegsehe, reißt er aus und fängt an, die Umgebung zu erkunden. Normalerweise habe ich ihn spätestens nach ein paar Minuten wieder am Schlewittchen, aber diesmal ist er nirgends zu finden. So langsam befürchte ich, dass er die Bohnenranke hochgeklettert sein könnte. Die Ranke ist eine heilige Pflanze und es ist strengstens verboten, sie zu erklimmen. Aber euch nicht. Könnte ich euch daher vielleicht bitten, die Ranke hinaufzusteigen und meinen Sohn zu suchen? Ja. Guten Tag. Was ist dein Begehr? In meiner Weberei ist uns gerade das Garn ausgegangen. Jetzt sitze ich da und weiß nicht, wo ich es Neues herbekommen soll. Ich arbeite gern mit Spuckergarn, weil ich das hervorragend verarbeiten lässt. Aber Seidenspucker sind so furchtbar schwer zu greifen. Bis vor ein paar Jahren noch hatte ich mir in die Hände gespuckt und mir mein Garn selbst organisiert. Aber heute fehlt mir sowohl die Ausdauer als auch die Geduld dafür. Kann ich dich vielleicht bitten, mir etwas Spuckergarn zu organisieren? Du willst mir damit einen großen Gefallen tun. Oh, Spucker. Was ist das, ein Spuckergarn? Hi. Boah, so Bäume wie hier oben habe ich auch nie gesehen. Hihi. Mal sehen, wie es weiter da hinten aussieht. Oh, ihr seid doch die Geweihten, was? Meine Mama hat euch geschickt, um mich zurückzuholen. Upsi, ich weiß ja, ich hätte versprochen, die Ranke nicht hochzuklettern, doch dann bin ich plötzlich so furchtbar neugierig geworden. Aber stimmt schon, Versprechen darf man eigentlich nicht brechen. Ich gehe mich besser schnell entschuldigen. Danke, dass ihr mir extra hinterhergeklettert seid. Ich gehe schon mal vor. Ich kenne den Weg nach Hause. Keine Sorge. Bye, bye. Was ist das? Yes. Tröpfchenkraut. Brauchen wir nur noch diese Rosen. Dann gehen wir doch... Wer weiß wo? Oh, oh.